willkommen zurück auf der Bühne des Ligna Forums Digital. Wir begrüßen jetzt unsere nächste Diskussionsrunde live on stage aus Hannover zum Thema Perspektiven in der CLT-Produktion. Begrüßen Sie jetzt mit mir gemeinsam Herrn Dominik Wolfschütz vom VDMA Fachverband Holzbearbeitungsmaschinen, der durch die Diskussionsrunde führen wird. Herr Wolfschütz wird seine Gäste gleich selbst vorstellen. Freuen Sie sich auf einen spannenden Beitrag. Vielen Dank, Steffi. Ja, heute 3,5 Millionen Kubikmeter CLT-Kapazität, in ein paar Jahren mehr als 5 Millionen global, ein Plus von 50% und das bei 130 Produktionslinien. Diese beeindruckenden Zahlen zu der Branche, mit der wir uns heute beschäftigen wollen, und herzlich willkommen zu unserer Diskussionsrunde zum Thema Perspektiven in der CLT-Produktion. Hiermit darf ich meine Gäste begrüßen. Ich fange an mit Robert Falch, geschäftsführender Gesellschaft der Minder Industrieanlagenbau. Er sagt: Ökologische Nachhaltigkeit ist weltweit der Treiber, welcher weiter für viele Investitionen in der CLT-Industrie sorgen wird. Fraglich ist nur, ob wir den strukturellen Wandel auf der Rohstoffseite schnell genug schaffen. Herzlich willkommen, Herr Falch. Vielen Dank. Herr Dr. Otto Leible, Leiter Technical Competence Center von der Weinig Group. Er sagt, der moderne und zeitgerechte Holzbau wird in naher Zukunft die Möglichkeiten des Bauens stark beeinflussen und positive Akzente setzen. Herzlich willkommen, Herr Dr. Leible. Danke. Und online zugeschaltet Herr Dr. Fild, Christian Fild, President von Henkel Switzerland. Er sagt, Brett Sperrholz ist in den vergangenen 25 Jahren von einer innovativen Idee zu einem Industrieprodukt höchster Güte entwickelt. Die nächsten 5 bis 10 Jahre werden aber erst den richtigen Innovationssprung sehen, wenn neue innovative Produkte basierend auf CLT auf den Markt kommen. Und damit herzlich willkommen und schöne Grüße an Sie, Herr Dr. Fild. Vielen Dank, hallo Herr Wolfschütz. Ja, also insgesamt sind wir, glaube ich, alle drei sehr optimistisch, was die Branche anbelangt, CLT insgesamt. Befassen wir uns zunächst einmal mit der zukünftigen Marktentwicklung. Und meine erste Frage geht an Sie, Herr Falch. Wo werden aus Ihrer Sicht neue Kapazitäten entstehen und werden überhaupt neue Kapazitäten entstehen in den nächsten Jahren? Ja gut, den zweiten Teil der Frage kann man sehr schnell beantworten. Wie Sie es eingangs auch schon sagten, es werden sehr viele weitere Kapazitäten entstehen. Insgesamt treiben die Rohholzkalamitäten auf der einen Seite, jetzt irgendwo die Corona-Folgen, wie auch natürlich insgesamt das Thema Nachhaltigkeit, was das Hauptthema ist, die Branche voran und vor sich her. Sie fragten, wo? Letztendlich weltweit und natürlich dort, wo die meisten Rohholzvorkommen sind. Größte Ausnahme ist vielleicht Russland. Auch dort gibt es Projekte, aber mit Sicherheit nicht in dem Maße, wie wir Rohholzkapazitäten dort vorfinden. Sind ja die meisten weltweit. Insgesamt in Zentraleuropa ist weiterhin sehr viel los, erstaunlicherweise, obwohl in den letzten Jahren da schon sehr, sehr viel investiert wurde. In Nordamerika ist man nicht ganz den großen Versprechungen hinterhergekommen, wie wir alle wissen, aber mit Sicherheit auch dort das ein oder andere interessante Projekt. Südamerika ein paar kleine Pflänzchen, ähnlich wie in Afrika. Ozeanien ist relativ gesättigt durch die Investitionen, beziehungsweise laufen jetzt auch noch Anlagen an. Also auch dort entstehen Kapazitäten, aber dann wird es das auch gewesen sein. Und in Asien gibt es natürlich auch Pflänzchen. Insofern ja, sind wir alle sehr optimistisch und ich bin auch sehr positiv, dass es weltweit erstmal so weitergehen wird. Ja, ja. Herr Dr. Fild, ist es Ihrer Meinung nach ein gesunder Investitionshype, wenn man das denn so formulieren mag? Oder sehen Sie mittelfristig dort die Gefahr auch von Überkapazitäten? Ich würde es ehrlich gesagt gar nicht als Investitionshype bezeichnen. Ganz im Gegenteil. Die Nachfrage wächst so rasant global nach Brett, Sperrholz, aber auch nach anderen Bauprodukten natürlich im Holzbau, dass die Kapazitäten eigentlich kaum hinterherkommen. Also wir erinnern uns alle noch daran, dass 2019 ja ein relativ enges Jahr war. Gut, jetzt sind natürlich etwas schwierige Jahre gegangen, aber das wird sicherlich so weitergehen. Ich meine, der Holzbau ist immer noch sehr klein verglichen mit dem traditionellen Massivbau, sodass ich für die sicherlich nächsten 10 Jahre da einen Riesenboom im Holzbau voraussehe und die Kapazitäten alle auch wirklich benötigt werden. Ja, okay, ja. Die Werksgröße ist immer so eine entscheidende Frage eigentlich. Die Firmen fangen meistens klein an und wachsen und werden dann irgendwann größer. Gibt es sowas wie eine zukünftige Werksgröße, Herr Dr. Leible, oder hängt das tatsächlich von derjenigen Person ab, die da investiert? Was ist so Ihr zukünftiges Gefühl dazu?
Also ich sage mal, die eigentlichen Werksgrößen, die sich inzwischen schon entwickelt haben, haben sich entwickelt. Entsprechend auch die Pflänzchen, die werden mit Werksgrößen loslegen, die sind einfach greifbar. Man muss ja auch diese ganze Technik verinnerlichen und umsetzen können. Und, aber tendenziell ist es so, in Mitteleuropa sehen wir Werksgrößen, die sind sicher alle 50.000 Kubikmeter aufwärts. Tendenz geht Richtung 75.000, 100.000 Kubikmeter. Ähnliche Tendenz gibt es auch inzwischenzeitlich in den Ländern Ozeanien. Da liegen wir im Bereich von 30 bis 50 mit Tendenz nach oben. Ja. Und die anderen Zwischenländer, wo die Pflänzchen noch gegossen werden müssen, da wird es sich spielen zwischen 10.000 und 25.000 als Einstiegsgröße. Entsprechend, dass man sagt, man startet mit einfacherer Technik, um es besser handeln zu können. Ja. Und man muss ja nicht nur das Produzieren betrachten, man muss ja auch sehen, dass das Produkt, was man herstellt, muss ja auch in den Markt hineingetragen werden und aufbereitet werden, dass der Endnutzer, ob das jetzt Architekten oder Baufirmen, das auch entsprechend verinnerlichen und anwenden können. Ja. Rund 80% der Investoren ja in CLT-Produkte oder CLT-Fertigungen sind klassische Sägewerke, die sich in die Weiterverarbeitung investieren. Genau. Herr Falch, sehen Sie dort, dadurch, dass es ja auch der Holzboom insgesamt eine starke Nachfrage erlebt, dort auch zukünftig neue Player auf dem Markt, dass Branchenfremde quasi in das Gebiet von CLT hineinkommen? Ist das ein Thema bei Ihnen, Anfragen beispielsweise? Mit Sicherheit, wobei die Frage natürlich interessant ist, wer ist branchenfremd? Ne? Da kommen wir auch noch drauf. Also der eigentliche Sägewerksbereich ist ja vielleicht auch ein wenig branchenfremd, insofern, als dass er zwar den Rohstoff natürlich hat, aber gerade mit Ingenieur-Holzhausbau oder Engineered Wood Products bis dato wenig zu tun hatte und natürlich auch hier einen komplett neuen Markt vor sich hat, den er kennenlernen, einschätzen muss. Ich denke, das haben auch viele massiv unterschätzt. Aber daneben gibt es natürlich klar viele Einsteiger. Also wenn ich das mal vergleiche mit dem Brettschichtholzbereich, da gibt es natürlich auch viele Unternehmen, die sich mit Engineered Wood Products bereits seit Jahrzehnten beschäftigen und den Schritt jetzt natürlich auch weitergegangen sind. Aber daneben gibt es ganz neue Unternehmen. Ich meine, die Katerra-Story haben viele verfolgt, war leider nicht erfolgreich, gab klare Gründe dafür, die man mit Sicherheit auch analysiert hat und erkannt hat. Aber es war mit Sicherheit nicht das letzte Unternehmen dieser Art, was versucht, diesen Weg zu gehen. Ja. Und das ist nur ein Beispiel. Denn aus meiner Sicht ist beim Brettsperrholz ja ein Thema ganz wichtig. Wir müssen den Markt vom Ende nach vorne denken und nicht umgekehrt. Und das mit Sicherheit ist natürlich für einen Sägewerker eine sehr große Herausforderung, ja, der von der Rohstoffseite kommt und sich dann in den Markt hineindenken muss. Und da wird es mit Sicherheit andere Player geben, die vom Markt kommen und dann die Rohstoffseite irgendwo bewältigen können müssen. Das Thema Digitalisierung wird da eine große Rolle spielen, aber vielleicht kommen wir da später auch noch drauf zu. Ja. Herr Dr. Vild, diese Newcomer oder eventuellen Newcomer in der Branche oder Leute, Firmen, die da neu investieren wollen, Sie haben ja über die letzten Jahre ja viele Anlagenbetreiber ja quasi aktiv begleitet von der Pike auf bis zu dem, wo Sie jetzt angelangt sind. Haben Sie ein paar Tipps oder wissen Sie, wo sind denn die größten Herausforderungen gewesen, sozusagen bei der Umsetzung einer Neuanlage und das eben in den Markt zu bringen, dieses Produkt? Ja, vielleicht 2 Punkte. Zum ersten aufbauend auf das, was Herr Falch gerade sagte. Ich würde die Hypothese wagen, dass eine Integration in der Wertschöpfungskette gar nicht so entscheidend ist, Richtung Sägewerk zum Beispiel. Natürlich ist es vielleicht dieses Jahr etwas anders gewesen, aber im Langfristigen nicht, wie vielleicht auch in der Aluminiumindustrie oder Chemieindustrie. Allerdings ist, und das ist schon eigentlich vielleicht der erste Hinweis, die Integration in Ingenieur- und Planungsdienstleistungen sehr wichtig. Und wir sehen schon, dass diejenigen besonders erfolgreich sind im Markt, die auch extrem gut sind im Verkaufen in den Ingenieur- und Planungsdienstleistungen bis hin zum Architektenbüro tatsächlich. Und das sieht man auch gerade daran, dass viele europäische Unternehmen natürlich sehr, sehr erfolgreich auch exportieren in andere Märkte hinein. Das ist sicherlich das eine. Das andere ist, man muss den Holzbau und auch das Umgehen mit Brettsperrholz langsam lernen.
Also wir haben schon die Unternehmen, die klein angefangen haben, langsam angefangen haben, den Markt kennengelernt haben und dann gewachsen sind, die also doch einen Schritt nach dem anderen gegangen sind, die scheinen auch sich langfristig als die Erfolgreichen zu etablieren. Es ist sehr schwer, gleich eine große Kapazität zu bauen und dann zu glauben, alles läuft von alleine. Und da gibt es sicherlich auch einige Beispiele, wo das nicht ganz gut geklappt hat. Also es ist wirklich ein Lernen im Markt, Lernen mit den Marktteilnehmern und sich dann vorsichtig dort im Markt zu etablieren. Ja, okay. Jetzt sind wir schon mittendrin in der Produktionstechnologie ja fast angelangt. Die großen Megatrends in der Holz- und Möbelindustrie ganz allgemein, Digitalisierung oder Industrie 4.0, Losgröße 1, auftragsbezogene Fertigung, Ressourceneffizienz. Das sind Schlagworte, die sich natürlich auch im CLT-Kontext ja auch niederschlagen zu einem gewissen Grade. Herr Dr. Leible, Digitalisierung, wo stehen wir da gerade in dieser Branche? Wo sehen Sie noch Potenzial oder wo geht dort die Reise hin? Im Speziellen dieses Projekt CLT ist da eigentlich prädestiniert, dass man hier diese Digitalisierung, die wir in den anderen Fertigungslinien ja auch schon angewendet haben, es wird natürlich sehr stark auch das Industrie 4.0 bis übergeordnete Steuerung, Leitrechnersteuerung, Produktionsrechnersteuerung, Verbindungen zu ERP. Das ist eigentlich bei so einem Produkt, so einem doch voluminösen Produkt und von der Durchsatzmenge auch nicht geringen Volumenprodukt sehr wichtig. Noch wichtiger wird es allerdings, dass diese Firmen, die ja früher das als reine Massenindustrieware gesehen haben, mehr und mehr eingeholt werden, dass sie auftragsbezogen mehr fertigen müssen. Und damit ist es auf Gedeih und Verderb auch damit verknüpft, dass diese Information auftragsbezogen, zeitgerecht und richtig portioniert in die Produktionslinie geht, die dann richtig ausgesteuert werden muss. Denn Aufträge in falscher Reihenfolge in Kombination, vielleicht mit einer Maschinenkombination, die nicht so zu der Flexibilität Losgröße 1 passt, erfordert effektiv diese Durchgängigkeit der Daten. Also deswegen, Durchgängigkeit ist eigentlich mit eine Basis, damit diese Erfolgsgeschichte CLT noch weiter vorangetrieben wird. Und ich denke, da sind wir in Mitteleuropa mit den großen Werken, haben wir ganz schön viel Erfahrung gesammelt und können die auch nach außen transportieren. Natürlich wir als Maschinenlieferanten erst recht. Ja. Wobei, wenn ich da noch einhaken darf, ich bin hundertprozentig bei Dr. Leible. Das ist das wichtigste Thema, was auch viele unterschätzen heutzutage. Aber es gibt da noch das andere Thema und das ist wirklich der Markt, ja, vom Markt her denken. Also digitale Plattformen sind vielleicht in unserer Branche noch nicht das große Thema, wie sie es in anderen Branchen sind. Aber auch da bin ich mir sicher, vielleicht nicht in 10 Jahren, vielleicht nicht in 15 Jahren, aber in 20 Jahren wird das Thema erheblich wichtiger werden, dass ich gegebenenfalls halt wirklich den Handel komplett umschiffe und, da gibt es ja auch schon verschiedene Ideen, mir meinen Haushalt online zusammenstelle, so wie ich es gern habe, ja, das Ganze auf der digitalen Plattform verarbeitet wird und dann von dem Hersteller direkt produziert wird. Ja. Ist es denn überhaupt heute? Ganz kurz einhaken, Herr Falch, Sie haben da absolut recht. Ich glaube noch nicht an die 20 Jahre. Ich glaube eher an 5. Die Digitalisierung im Baubereich, Sie sehen, dass momentan auch sehr viele Startups tätig sind, die Planung ganz anders angehen, digital angehen. Und gerade der Holzbau, der ist natürlich prädestiniert dafür, sich auch digital zu verändern oder dieser digitalen Veränderung schnell zu folgen. Denn kein Produkt kann man besser vorfabrizieren, modular fabrizieren. Ich glaube, die nächsten 5 Jahre werden da einen Riesenschritt sehen. Sowohl in dieser ganzen Planungsphase hin in die Holzfertigung dann rein, aber auch was digital am Bau angeht. Also sei es Brandüberwachung, Feuchtigkeitsüberwachung und auch dort denke ich, dass der Holzbau besonders geeignet ist, dieses ganze Monitoring, die digitale Überwachung gleich von Anfang an mitzudenken. Ich denke, wenn wir hier in 4 Jahren wieder sitzen, dann wird das ganz anders. Sind wir alle schlauer geworden. Sehr gut. Ja, nochmal zurück dann zur Fertigung. Ist es heute noch ein Dilemma dann überhaupt? Also eine effiziente Anlage und eine, die quasi Losgröße 1, so dieses ewige Dilemma Flexibilität versus Effizienz, ist das noch eins eigentlich, Herr Falch? Oder?
Ja, Sie stellen die Frage ja schon in die Richtung. Also ein Dilemma würde ich es auf gar keinen Fall nennen. Ja? Also es bleibt ein Zielkonflikt, definitiv. Und den möglichst gut aufzulösen, das ist ja im Moment die Kunst und das ist, glaube ich, auch das Wichtige. Und darauf deutet ja auch schon Dr. Filth hin, dass die Individualität, die wird bleiben. Also ich brauche meine USPs im Markt, also wie kann ich das Produkt von anderen abheben lassen, und das spiegelt sich natürlich dann auch in der Anlagentechnik wider, das ist ganz klar. Auf der anderen Seite, wie Dr. Leibler ja auch schon sagte, die Produktionskapazitäten der Werke steigen enorm. Das liegt daran, dass wir natürlich jetzt auch irgendwann Richtung Commodity-Produkt kommen. Bis dato war es so, dass es ja ein relativ seltenes Produkt war im Ingenieursholzbau. Und dementsprechend, ja, ich da auch preislich anders noch agieren musste, ja, weil ich auch nicht die entsprechenden Technologien hatte. Die sind jetzt mittlerweile da. Wenn ich die neuen Planungen der Werke sehe, dann sind wir bei den Zahlen, die Dr. Leibler nannte. Und da ist das Thema Effizienz eine eminente Rolle. Ja. Wobei auf der anderen Seite ich keinen kenne, der nicht sagt, ich möchte die effiziente Produktion haben und jedes Haus wird wie das andere aussehen. Da sind wir wieder, ja, vom Ende her denken. Also die Losgröße 1, die muss ich trotzdem umsetzen können. Und da schließt sich der Kreis auch wieder zur Industrie 4.0, dann kann ich es realisieren. Genau. Ich sage mal, ist es so, dass ja diese Flexibilität ist mal von der maschinellen Seite her, es bedeutet allerdings auch, diese ganze Gestaltung mit CLT zu bauen, das lebt er auch noch, das muss er auch noch entsprechend mitwachsen. Und wenn hier eine bestimmte Flexibilität und Varianz reinkommt, dann überlagert das mit unserer Losgröße 1. Dann haben Sie eigentlich auch große Industrien, die sagen, okay, ich kann es sinnvoll mit meinem ERP-System Arbeitsvorbereitung aufbereiten und kann das sinnvoll auch einstreuen in eine Produktion. Ja. Herr Dr. Filth, Klebstoff ist einer der Kernelemente sozusagen des CLTs. Sie sagen ein bisschen despektierlich über sich selbst, das ist einfach nur eine Schicht Kunststoff zwischen Holzbrettern. Das möchte ich so vielleicht nicht stehen lassen, beziehungsweise da ist ein bisschen mehr dahinter wahrscheinlich auch. Diese Flexibilität, beziehungsweise auch das, was wir vielleicht auch erwarten können an zukünftigen Holzartenmix aufgrund des Waldumbaus und dergleichen mehr. Wo geht die Reise hin beim Thema Klebstoff? Weil das ist ja auch ein sehr, sehr forschungsstarkes Themenbereich, wo sich viele Universitäten damit beschäftigen, auch, und Sie natürlich intern ja auch. Was werden wir dort in den nächsten Jahren sehen oder was sind die Voraussetzungen eigentlich für Veränderungen dort? Ja, zunächst, wie auch im CLT anfangs in dem Zitat erwähnte, ich glaube, die großen Innovationen werden jetzt erst noch kommen, nachdem das Produkt, Herr Feich, Sie sagten, dass sich wirklich jetzt im Markt etabliert hat. Und jetzt kommen, glaube ich, auch erst die Innovationen. Wenn man sich heute Klebstoffe anguckt, sind die Anforderungen erstmal recht simpel, also möglichst geringe Auftragsmengen natürlich, keine Emissionen und dann möglichst effizient in der Produktion, das heißt wenig Wärmezufuhr, hohe Klebgeschwindigkeit. Wenn Sie jetzt in die Zukunft reinschauen, würde ich das noch anders sehen. Da kommen andere Punkte dazu. Nochmal zum Thema Effizienz, neue Produktionsverfahren. Also Sie sehen ja immer mehr, kommen jetzt Dinge wie tragende und nicht tragende Schmalseitenverklebung, was wieder im Sinne der Produktionseffizienz, aber auch an der Ausnutzung von Holzmenge eigentlich kommt. Dann werden Klebstoffe sicherlich viel differenzierter auf verschiedene Anforderungen eingehen müssen. In der Produktion, in der Holzart, in den Anforderungen, die das finale Gebäude hat. Also wir werden, glaube ich, nicht mehr den Alleskleber sehen in der Zukunft oder nicht nur den Alleskleber, sondern sehr, sehr differenzierte Hightech-Klebstoffe für verschiedene Anwendungen. Dann sicherlich die zwei großen Themen. Das einmal ist Brandperformance. Auch dort werden die Anforderungen weiter steigen, mit dem Holzbau auch wachsen. Und das Thema Nachhaltigkeit wird sicherlich auch stärker kommen. Natürlich ist der Holzbau per se erstmal sehr nachhaltig. Aber wir sehen in Klebstoffen allgemein in allen Branchen, dass die Anforderungen an den Klebstoff immer strenger werden. Also nur mal als Beispiel Emissionen, das ist natürlich schon immer ein Thema gewesen in dieser Industrie, in der Holzindustrie insgesamt. Aber auch das Thema rezyklierte oder nachwachsende Rohstoffe, also der Kohlenstoff als rezyklierter Kohlenstoff im Klebstoff zu haben. Also da wird sich in den nächsten 5 bis 10 Jahren sehr viel tun. Also einen kurzen Hinweis machen. Ich denke, gerade die Kombination, bisher war eigentlich die Trennung
Klebstoff eine Seite optimiert und Produktion andere Seite. Das wird mehr und mehr zusammenwachsen, weil man gegenseitig optimiert und dann im Prinzip die Scheu und auch auf die Produktionsprozesse, ich sage mal, die Klebspezialisten achten ja darauf, dass die offene Zeit auch wirklich als offene Zeit genutzt werden kann. Und die ist vielleicht für eine optimal eingestellte Anlage dann wiederum zu groß. Also da wird sich einiges zusammentun in naher Zukunft, was auch schon gemacht wird. Ja. Ich glaube, das ist ganz wichtig, diese Verknüpfung. Die wird oft unterschätzt. Genau. Bin ich voll bei Ihnen. Deshalb finde ich es auch ganz wichtig, dass wir hier nochmal drüber sprechen, weil immer gern die Anlagentechnik gesehen wird oder dann der Klebstoff, aber die Kombination von beiden. Und dann kriege ich ja erst die Würze, dann kriege ich ja wirklich die Effizienz erst raus, zum einen. Zum anderen ist es aber auch, glaube ich, ganz wichtig, bei Anforderungen in Projekten, was wir zumindest immer wieder sehen, dass man sich sehr früh mit dem Klebstoff auseinandersetzt, weil er natürlich einen sehr großen Einfluss auf die Anlagentechnik hat, zum einen, aber vornehmlich natürlich auch wieder auf den Markt, also wieder vom Ende denken, ja, wie Dr. Filtes sagte, Klebstoffe für verschiedene Anwendungen. Ich glaube auch, das Thema wird immer wichtiger und wird dann Einfluss haben auf das komplette CLT-Projekt, ja, auf die komplette Produktion. Ja. Herr Falch, Sie sprechen mir aus der Seele. Und ich hätte wahrscheinlich bei den Tipps und Tricks am Anfang erwähnen sollen. Wir sehen, ich meine, der Klebstoff ist ja 1% oder so natürlich im finalen Produkt. Aber wir sehen die Projekte als wirklich erfolgreich an, wo auch der Klebstoffproduzent oder die Klebstoffproduzenten sehr früh in die Planung einbezogen werden und dann auch die Kooperation zwischen den verschiedenen Partnern, also sei es Ihnen hier auf der Bühne oder anderen, und den Klebstoffherstellern sehr intensiv ist. Und zwar von der allerfrühesten Planung bis hin zur Inbetriebnahme oder sogar darauf hinaus. Und wenn man eine Sache einem neuen Einsteiger mitgeben kann, von unserer Seite zumindest, dann ist das früh mit Klebstofflieferanten sprechen und früh alle Gewerke zusammenbringen. Jetzt sind wir ja schon mitten in der Produktdiskussion eigentlich. Wie schaut CLT in 10 Jahren aus? Es gibt ja die Vorstellung, dass es halt auch diese Kombination mit Beton dann geben wird. Vielleicht wird es auch eine Kombination mit OSB oder mit anderen plattenförmigen Werkstoffen geben, die man quasi Hybridprodukte geben wird oder auch eben durch den Waldumbau eventuell auch Holzartmix. Ist die Branche darauf vorbereitet oder wird in diese Richtung genug getan? Herr Falch, was meinen Sie? Ich denke schon, dass die Branche vorbereitet ist, denn also wenn Sie jetzt danach fragen, nach Hybrid-Themen oder Ähnlichem, dann habe ich ja 2 Hauptpunkte. Der eine ist der Rohstoff, ja, den ich auch im Statement anbrachte. Der Rohstoff, das wird schon irgendwann ein Thema werden, so oder so. Das heißt, ich muss mir natürlich jetzt überlegen, wie kann ich das Produkt weiterentwickeln, um mit möglichst wenig Rohstoff möglichst viel zu erreichen. Das ist der eine Punkt, der da mit Sicherheit Einfluss drauf nehmen wird. Und der andere Punkt ist, der Dr. Filth, der sprach es ja auch schon an, dass ganz einfach auch andere Rohstoffe hinzukommen werden, und das ist der zweite Punkt, Funktionen ineinander integrieren zu können. Sprich Isolation, Wärmeisolation, Geräuschisolation, sprich Oberfläche, also Haptik bzw. visuelle Optik. Diese ganzen Themen, die werden immer wichtiger werden. Das sind die Innovationen, die Dr. Filth ja auch schon ansprach. Und da ist unheimlich viel los im Markt, weil da bin ich wieder dabei, wie differenziere ich mich von anderen? Also wie kriege ich zum einen eine möglichst effiziente Produktion hin mit einem hohen Ausstoß, aber zum anderen natürlich auch, wie kann ich das Ganze jetzt veredeln, wie kann ich es individualisieren? Ja, das Thema der Digitalisierung, wie kann ich mir jetzt aussuchen, okay, ich hätte aber gern eine Eichenoberfläche, ich hätte gern die Isolation, ich hätte gern jene Isolation und diese ganzen Themen. Und die muss ich in der Produktion auflösen können. Sonst sind wir wieder nicht bei der Effizienz. Da geht das wieder einher mit der Digitalisierung. Das wird eine Mammutaufgabe für uns werden, das zu lösen. Vom Klebstoff her denkend, dass ich das dann auch wirklich vernünftig verklebt bekomme. Von der Produktion her denkend, dass ich die Stoffe alle zuführen kann, dass ich sie sauber verarbeiten kann. Das sind Aufgabenstellungen, die haben wir bereits, aber die werden mit Sicherheit die nächsten Jahre dominieren. Ja. Herr Leibl, neue Anwendungsfälle von CLT. Gibt es aus Ihrer Sicht quasi außer dem klassischen Holzhausbau Bereiche, wo CLT auch denkbar sein wird später, vielleicht auch in Kombination mit anderen Produkten? Das kann ich dann auch hier nochmal dann komplett in die Runde gerne. Ich sage mal, das geht da einher mit der letzten Frage, diese Anwendung, Hybrid und so weiter, die bietet natürlich ein Riesenfenster von neuen Anwendungsfällen. Ich sage mal, diese Holz-Beton-Verbund, also die Angst wegzunehmen von
der bisherigen Konkurrenz und Synergien herzuschaffen, dass von jedem Material das Optimale genutzt wird, wird ja jetzt schon gemacht. Ob es hier Parkhäuser mit Holz-Beton-Deckenverbund gemacht werden, ob Brücken gemacht werden. Also hier wird sicher noch viel mehr getan werden. Und wenn man sich gegenseitig dann auch versucht, die Stärken zu nutzen, da kommen jetzt natürlich die ganzen Anwender, ob das jetzt Architekten oder auch die Bauämter, die das zulassen müssen, das ist das nächste Problem. Wenn man sich hier sinnvoll einigt, hat man ein Riesenpotenzial. Man muss auch dran denken, was Stahl oder selbst wenn Sie jetzt sagen, mit Hybrid, Holz ist da in sich, hat man ein riesen Hybridvolumen, wo man sagt, ich kann mit Nadelholz, Laubholz oder in der Anwendung, ich kann die Scheibe als CLT nehmen und die statische Übertragung von großen Lasten von oben nach unten, BSH, alles was da ist. Von daher, hier gibt es eine spannende Story, die sich in naher Zukunft sehr schnell für alle positiv wahrscheinlich entwickelt. Also ich möchte zwar so sagen, Herr Wolfschutz, um über Produkte zu sprechen, wir denken schon so weit, dass wir unsere Fördertechnik aus Holz herstellen. Also dort haben wir schon die ersten Versuche, dass wir tatsächlich einfache Förderer aus Holz herstellen. Ja. Klar kann ich nicht komplett gewisse Maschinenelemente, sagen wir mal noch nicht, ja, wie Lager und ähnliches, aber zum Beispiel Wangen und so weiter aus Holz. Da fahren wir die ersten Versuche, vor allem in der Automobilindustrie ist man da relativ weit. Also auch da wird es weitergehen, denn das Thema Nachhaltigkeit, das hört ja nirgendwo auf oder hört nicht beim Bau auf, sondern auch der Maschinenbau muss sich damit beschäftigen. Ja. Herr Dr. Feld, fällt Ihnen noch irgendwas dazu ein? Naja, eigentlich nur noch ich denke, heute ist das CLT noch gar nicht endgültig ausgenutzt. Also wir fangen ja gerade erst an, also allein die statischen Eigenschaften von Holz, viel wird ja noch geplant, so etwas mit dem Massivbau im Kopf und jetzt machen wir es aus Holz. Also wenn ich jetzt nur denke an die zweiachsige Tragfähigkeit von CLT, was heißt das auch, wie kann ich das am besten ausnutzen, wie kann ich vor allen Dingen auch Holzelemente anders verbinden? Es gibt interessante Startups, die sich mit Verbindungstechnik von CLT beschäftigen zum Beispiel. Also da fängt jetzt irgendwie der Ingenieurbau erst an, darüber nachzudenken, wie kann ich das noch besser ausnutzen, was kann ich eigentlich noch besser damit machen. Ja. Wir werden sicherlich ganz neue Bauprodukte noch sehen, auch in den nächsten 5 Jahren. Ja. Wir kommen langsam zum Ende eigentlich und ich habe noch ein paar Fragen an Sie und ich fange mit Ihnen an, Herr Falch. Wenn Sie in 15 Jahren Ihr Unternehmen an Ihre Kinder übergeben, werden Sie dann noch Brettsperrholzanlagen bauen, Brettschichtholzanlagen bauen? Wird es noch ein dominierendes Geschäftsfeld bei Ihnen sein oder wie schaut Ihr Maschinenbauunternehmen bis dahin aus? Ne, ist ja noch eine versteckte Frage drin. Ja? Ob meine Kinder das wollen, ist auch eine zweite Frage oder können. Nein, Spaß beiseite. Also ich habe natürlich große Hoffnung, dass sie das wollen und können. Ja, da bin ich fest von überzeugt. Also mit all den Themen, die wir jetzt heute besprochen haben, wie sich das Produkt ändern wird, bin ich fest davon überzeugt, dass es ein mindestens so großes Standbein wie heute sein wird, eher größer. Ich bin aber auch davon überzeugt, dass wir uns bis dahin extrem viel breiter aufgestellt haben. Ja, das liegt schon allein an den Anforderungen, die wir jetzt heute gehört haben, dass wir halt nicht mehr, ohne es despektierlich zu meinen, eine einfache Platte haben, sondern halt ein wahrscheinlich extrem viel komplexeres Produkt. Und das andere Thema, was ich ansprach, ist natürlich auch die Digitalisierung, also die auf der einen Seite bei uns auf der Kundenseite natürlich dann andere Bedarfe hervorrufen wird, aber auch bei uns intern. Insofern wird sich das Unternehmen massiv verändert haben. Unsere heutige Kernkompetenz Digitalisierung, Steuerungstechnik wird mit Sicherheit dann noch dominanter sein. Und insofern, ja, davon bin ich überzeugt und das würde mich auch sehr freuen, weil es wirklich ein nachhaltiges Thema ist. Ja? Und das ist natürlich für die Jugend, meine Kinder sind noch nicht ganz in der Jugend, aber auch für die wird das mit Sicherheit ein sehr wichtiges Thema sein und deshalb bin ich froh, dass wir in der Branche sind und können wir fest davon ausgehen, dass wir da weiter auch drin bleiben. Ja. Ja. Wir hatten über Produktperformance gesprochen, Herr Dr. Feld, besonders Sie in Ihrem Statement. Wenn Sie in 10 Jahren durch die Stadt laufen, wie hoch werden da die Holzhäuser sein, Ihrer Meinung nach? Sicherlich höher als 85 Meter oder 86 oder was wir heute haben. Ich glaube, es kommt auf die Höhe gar nicht so an. Also wenn ich heute durch unsere kleine Stadt gehe, ich wohne in einem Ort mit vielleicht 18.000 Einwohnern, dann sehe ich sehr viel Bautätigkeit und ich schaue jetzt natürlich immer sehr intensiv und die gesamte Bautätigkeit ist immer noch in Beton und in Stein.
Wenn ich in 10 Jahren durch die Stadt gehe, dann hoffe ich, dass es vielleicht noch ein Betonhaus gibt, weil es ein Spezialbau ist und alles andere in Holzbau oder Holzhybridbauweise gebaut wird. Das ist wirklich das, was natürlich auch den Nachhaltigkeitsaspekt des Holzbaus widerspiegelt. Und ehrlich ist auch die einzige Art, wie man den Einfluss von Konstruktion, also den Einfluss der Baubranche auf den Klimaeffekt überhaupt ändern kann, indem wir einfach 70% Holzbau haben. Und das erwarte ich eigentlich sogar zu sehen in 10 Jahren. Okay, ja. Ich meine, wir durften jetzt seit 25 Jahren, seit dem Anfang des CLTs als Henkel dabei sein in dieser spannenden Branche. Es ist ein großer Boom gewesen, aber ich bin sicher, dass die nächsten 25 Jahre noch viel spannender werden und noch viel mehr Wachstum sehen werden. Super, vielen Dank. Und Herr Leible, vor 2 Tagen Bundestagswahl. Die schwierigste Frage. Schwierigste Frage, richtig. Ja. Was wünschen Sie sich denn für Ihre Kunden aus der Holzindustrie von der nächsten Bundesregierung? Das ist wirklich eine schwierige Frage. Ich sage mal, zuerst mal wünsche ich mir, dass es zu einer Einigung kommt. Das ist mal Punkt 1, damit dann die Themen, die ich jetzt eigentlich gerne ansprechen würde. Ich sage mal, der Holzbau steht und fällt natürlich auch ein bisschen mit der Harmonisierung dieser ganzen Baurichtlinien, die es wirklich länderweit unterschiedlich und selbst kreisweit unterschiedlich gibt. Das ist Punkt 1. Punkt 2 ist natürlich auch, dass man die Maßnahme überhaupt bauen zu dürfen. Da tun sich, ich denke jetzt auch an Firmen, die wir beliefern mit Maschinenkomponenten, die tun sich heutzutage extrem schwer, das Bauvorhaben überhaupt durchzubringen. Dass man hier sich mal Gedanken macht, wie man das vielleicht ein bisschen stringenter angehen könnte. Und Punkt 3, eigentlich würde ich mir wünschen, dass im öffentlichen Bau ein bisschen mehr Holz verbaut wird. Denn das wäre ein gutes Zeichen. Es wird viel darüber geredet, über CO2-Neutralität, Holzanwendung, aber die eigentliche Anwendung im eigenen Haus oder im eigenen Stall, wie es so schön heißt, da vermisse ich doch einiges und das würde ich mir auch wünschen. Ja, vielen, vielen herzlichen Dank. Ein sehr schönes Schlusswort. Vielen Dank, Herr Dr. Leible. Vielen Dank, Herr Falch, fürs Dabeisein. Herr Dr. Vild, vielen Dank, dass Sie uns zugeschaltet waren. Es bleibt spannend in der Branche. CLT-Boom ist nicht vorbei, wird weitergehen und es bleibt eine Menge zu tun für uns alle als Maschinenlieferanten, als Klebstofflieferanten, aber auch für die Hersteller selbst. Und wir freuen uns alle, das wieder auch live miteinander diskutieren zu dürfen. 2023 dann auf der nächsten Ligna. Und damit bedanke ich mich sehr herzlich fürs Zuschauen und alles Gute für Sie. Vielen Dank. Vielen Dank.